willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute eine Bauchtasche. Gewünscht haben sich das Yvonne Peters, Sabine Amelung und Hasti Sorabi. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Die Tasche ist nicht besonders groß. Ich habe sie extra so klein gehalten, weil ich persönlich es nicht so schön finde, wenn man da vorm Bauch nochmal so einen riesigen Bauchladen hängen hat. Also ich finde immer, das trägt auf. Ich muss dazu sagen, ich werde die Tasche persönlich wahrscheinlich auch nicht tragen. Ich trage lieber eine Handtasche. Aber die Anfrage war da. Man könnte die jetzt natürlich auch noch breiter gestalten. Aber ich habe halt die Größe gewählt. Und zwar ist sie 23 cm breit, 13 cm hoch. An der Seite ist sie durch so eine Leiterschnalle, kann man sie universell einstellen, also für verschiedene Größen, und wird dann nur mit so einem Clips an der Seite zusammengehalten und nicht hinten, sondern sonst hätte man sich immer hinten die Bauchtasche umbinden müssen, und so ist es halt an der Seite, finde ich angenehmer. Oben ist ein Reißverschluss für Portemonnaie oder Taschentücher. Also ein riesen Portemonnaie passt nicht rein, wenn dann ein kleines Monete oder Monetchen zum Beispiel. Vorne ist noch ein Reißverschlussfach und ein normales Einsteckfach für, wenn man die Fahrkarte einfach nur schnell unterbringen muss, einen kleinen Stadtplan oder so. Und auf der Rückseite ist noch ein Fach, das ist dann eng am Körper, auch ein Reißverschlussfach, Schlüssel oder die EC-Karte oder sowas, so dass halt kein Langfinger drankommt. Ich habe die Außentasche komplett aus, also diese kleine Aufsatztasche hier, die ist bei mir komplett aus Kunstleder, innen drin nicht, sondern außen drum. Da muss eure Maschine schon ein bisschen Leistung haben, weil dann gerade so an den Kanten, wo dann mehrere Lagen übereinander liegen und an den Ecken, da müsst ihr gucken. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich auch aus normalem Stoff machen. Ihr seid ja nicht an Kunstleder gebunden für diese Aufsatztasche. Aber ich habe halt nochmal in meine Restekiste reingeguckt und da waren halt auch noch ein paar Kunstlederreste und die wollte ich verarbeiten. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich lege mir den 15 cm langen Reißverschluss mit den Zähnchen nach oben vor mich. Dann nehme ich mir die 4 Stoffteile F, die Blenden für den Reißverschluss, und lege 1 mit der rechten Seite nach oben vor mich. Da lege ich den Reißverschluss bündig an. Dann nehme ich mir ein anderes Teil. Das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten auf die Zähnchen hier drauf. Und dann nähe ich mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier drüber. Und genau dasselbe mache ich auf der anderen Reißverschlussseite auch. Und ich muss noch eine Kleinigkeit erklären. Mein Reißverschluss ist 3 cm breit und meine 4 Blenden waren auch 3 cm breit und 3,5 cm lang. Wenn euer Reißverschluss jetzt 4 cm breit ist, müsst ihr eure Blenden natürlich auch etwas breiter zuschneiden, damit es dann da drauf passt. Dann ziehe ich jetzt den Stoff vom Reißverschluss weg und nähe dann knappkantig hier nochmal drüber. Und genau dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Ich nehme mir die beiden Stoffteile D, und das habe ich ja einmal aus Kunstleder und einmal aus Webware zugeschnitten. Und das Kunstleder, also meine Außentasche, die drauf kommt, wird außen drumherum komplett aus Kunstleder. Also ist das mein Stoffteil D für die Innenseite. Und das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Nehme mir dann meinen gerade genähten Reißverschluss mit den 4 Blenden dran und den lege ich an die Oberkante bündig an, mit den Zähnchen nach oben. Dann nehme ich das andere Stoffteil D, mein Kunstleder, und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten, hier oben und rechts und links bündig an, stecke mir das fest und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen von Anfang bis zum Ende die Stoffe und den Reißverschluss zusammen.
Die beiden Stoffe vom Reißverschluss wegziehen. So. Und dann nochmal knappkantig hier komplett drüber nähen. Wie gesagt, dass beide Stoffe schön vom Reißverschluss weg fixiert sind. Nicht, dass uns hinterher beim Reißverschluss auf und zu machen Stoff in die Zähnchen reinkommt. Die beiden Stoffteile E, wo halt wieder eins aus Webware und das andere aus Kunststoff ist, brauche ich jetzt. Und das Stoffteil E, was dann mein Innenstoff ist, also meine Webware, lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir mein gerade genähtes Reißverschlussteil, lege das an die Oberkante hier. Mit dem Reißverschlussende bünde ich an. Die Blenden stehen immer etwas über und der Reißverschluss, der muss bündig hier anliegen und rechts und links auch bündig anlegen. Dann nehme ich mir mein anderes Stoffteil E, das Kunstleder, und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Ebenfalls hier oben an das Reißverschlussende bündig an und rechts und links und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen einmal hier komplett entlang. Auch hier auf der Seite die beiden Stoffe vom Reißverschluss schön wegziehen und dann hier auf der Kunstlederseite einmal knappkantig vom Anfang bis zum Ende drüber nähen. Jetzt brauche ich nur ein Stoffteil C, und zwar die Webware, die dann innen in der Tasche drin ist. Das Kunstleder kann ich erst nochmal beiseite legen. Und dieses Stoffteil C lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir mein Reißverschlusspanel. Das lege ich jetzt mit der Innenseite auf die rechte Seite von dem Stoffteil C überall bündig an und nähe dann innerhalb der Nahtzugabe, also so maximal bei 0,5 cm, einmal komplett drumherum. Das Täschchen sieht jetzt so aus. Das lege ich jetzt mit der Vorderseite nach oben vor mich und nehme mir das andere Stoffteil C, also mein Kunstleder. Das lege ich mit der rechten Seite nach unten, überall bündig an und fange dann hier an der, Moment, hier ist die Unterseite und hier oben ist der Reißverschluss. Fange hier an der Unterseite hier an zu nähen, bis einmal fast drumherum, verriegel am Anfang und am Ende und lasse mir hier unten so eine 5 bis 8 cm große Wendeöffnung. Ich habe mir doch lieber hier eine 10 cm große Wendeöffnung gelassen, damit mir das Wenden dann nicht so schwierig fällt. Die Ecken hier schneide ich schräg bis knapp vor die Naht zurück, aber vorsichtig, nicht die Naht dabei verletzen. Und die Nahtzugabe schneide ich auch etwas zurück. Diesmal nehme ich keine Zickzackschere, weil die Zickzackschere sich bei dem Kunstleder hier ist unheimlich schwer tut. Und das sind ja dann keine Nähte, die so stark belastet werden oder einreißen könnten oder wie auch immer. Da kann ich das so einfach nur etwas zurückschneiden. Und das mache ich jetzt, damit ich jetzt auf der Innenseite nicht so viel Naht halt mit drin habe. Damit das nicht so wulstig ist. Nur bei der Wendeöffnung, den Stoff lasse ich stehen, den schneide ich nicht zurück. So. Und jetzt kann schon gewendet werden. Damit die Ecken schön ausgeformt sind, nehme ich mir immer so einen Eckenformer zu Hilfe und arbeite die dann aus. Jetzt nähe ich noch einmal knappkantig hier an der Oberkante vom Anfang bis zum Ende drüber. Also hier ist mein Reißverschluss und hier an der Oberkante. Und die Wendeöffnung, die lassen wir erst noch mal so, die wird erst nachher zugemacht. Falls ihr eure Aufsatztasche auch außen aus Kunstleder nähen wollt, dann muss eure Maschine schon ein bisschen was leisten können. Also gerade hier dann an den Ecken, da habe ich schon langsam genäht und habe auch das Handrad genommen, weil da hat sie doch ein bisschen gemeckert. Aber hat sie noch hingekriegt, meine Maschine. Die Nahtzugabe habe ich jetzt nach innen umgeklappt und habe mir die hier mit so Wanderklipsen festgehalten. Weil eine Nadel kann ich ja bei
Kunstleder nicht nehmen, da würde ich mir ja Löcher hier reinmachen. Und aufpassen, dass der Innenstoff hier, dass der dann keine Falten wirft, sondern den schön glatt streichen und die Nahtzugabe nach innen umklappen. Jetzt brauche ich ein Stoffteil A und das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das ist dann meine Oberseite. Und von der Oberseite messe ich jetzt 3 cm ab und mittig platziere mir hier die Aufsatztasche. Und weil ich das jetzt hier nicht feststecken kann, habe ich mir hinten schon diese, dieses doppelseitige Klebeband drauf gemacht, dieses Stylefix, genau. Und lege die Tasche also mittig hier auf und vom oberen Rand 3 cm und fange jetzt hier auch an der Seite an zu nähen und nähe hier an der Kante 2-3 Mal drüber, nähe einmal drumherum. Damit schließe ich auch automatisch die Wendeöffnung bis hier drüben und nähe auch hier 2-3 Mal über die Kante der Tasche drüber, weil das dann die Stelle ist, wo die meiste Belastung drauf ist und dass mir das dann nicht einreißt. Ich nehme mir jetzt das Stoffteil G für die hintere Innentasche. Und das lege ich jetzt mit der linken Seite nach oben vor mich und markiere mir dann hier an der Oberkante ein Rechteck. Ja, das sieht man. Und zwar 2 cm von der oberen Kante zeichne ich mir den ersten Strich ein, dann 3 cm von der oberen Kante den zweiten Strich und von rechts und links jeweils 2 cm nach innen und markiere mir das auch hier. Dann brauche ich jetzt das andere Stoffteil A. Das hier ist meine Oberkante und lege das mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann lege ich das Stoffteil G mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite von Stoffteil A und zwar 2 cm von dem oberen Rand liegt die Kante und mittig. Dann stecke ich mir das fest und nähe einmal komplett um das gerade gezeichnete Rechteck drumherum. Nach dem Nähen habe ich mir in der Mitte des Rechtecks eine Linie gezogen und hier rechts und links an den Ecken solche Y-Striche. Und jetzt schneide ich hier an diesen Strichen entlang, aber vorsichtig, nicht, dass ihr die Naht dabei hier hinten in den Ecken verletzt. Den Stoff durch die Öffnung nach hinten durchstülpen. Die Kanten jetzt hier oder die Ränder schön ausformen und am besten noch mal drüber bügeln, so dass man von diesem Innenstoff hier auf der Außenseite nichts mehr sieht. Ich nehme mir jetzt den Reißverschluss, der mindestens 18 cm lang ist. Meiner ist länger, das ist hier so ein fertiger, aber das ist ja nicht so schlimm. Den lege ich mit den Zähnchen nach oben vor mich und dann lege ich die Tasche hier drauf, so dass die Zähnchen mittig von dem Ausschnitt hier sind. Und nähe dann einmal komplett knappkantig hier drumherum und somit den Reißverschluss an der Tasche fest. Und damit mir der Reißverschluss nicht verrutscht, habe ich mir hier hinten auf die Rückseite Stylefix draufgeklebt. Dann klebe ich mir den Reißverschluss dann jetzt hier erst fest. Dann ist das beim Nähen wesentlich einfacher. Und aufpassen nur, dass dann nicht hier die Tasche mit hier drunter liegt, sondern dass die schön weg ist und nur der Reißverschluss hier in die Tasche festgenäht wird. So, den Zipper habe ich mir jetzt in die Mitte geschoben. Das ist beim nächsten Schritt etwas leichter. Und jetzt muss ich die Tasche hier auf der Rückseite zusammennähen. Dafür den Stoff einfach einmal umklappen, so dass er hier oben bündig anliegt und dann einmal unter die Maschine legen und den Stoff hier wegklappen und dann hier drüber nähen
Dann den oberen Stoff wegklappen, hier oben drüber nähen und die Seite hier auch noch zusammennähen. Ich brauche jetzt den Reißverschluss, der 20 cm lang ist und die 4 Blenden H. Und bei mir sind die halt 3 cm breit, weil mein Reißverschluss auch 3 cm breit ist und 4 cm lang. Jetzt lege ich mir ein Stoffteil H mit der rechten Seite nach oben vor mich, lege dann den Reißverschluss hier hinten bündig an mit den Zähnchen nach oben, nehme mir dann eine andere Blende, also ein anderes Stoffteil H, lege das mit der rechten Seite nach unten, hier drauf, auch bündig und dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm nähe ich hier drüber. Und genau dasselbe, wie sollte es anders das sein, mache ich auf der anderen Seite auch. Die Stoffstücke vom Reißverschluss wegklappen und nochmal knappkantig hier und hier drüber nähen. Ich lege jetzt ein Stoffteil B mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das ist die Oberkante. Nehme dann den Reißverschluss und lege den hier an die Oberkante bündig an und auch rechts und links bündig an, so dass die Zähnchen nach oben liegen. Nehme mir dann einen Außenstoff und lege den mit der rechten Seite nach unten, hier oben und rechts und links bündig an, stecke mir das fest und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende die Stoffe zusammen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen, so dass nichts von dem Stoff in die Zähnchen reinkommt und dann nochmal knappkantig hier entlang nähen. Ich lege das andere Stoffteil B mit der rechten Seite nach oben vor mich hin. Das ist die Oberseite. Und nehme mir dann mein Reißverschlussstoffteil, was ich gerade genäht habe, und lege das mit der rechten Seite nach oben hier an die Oberkante und rechts und links bündig an und nehme mir dann meinen anderen Außenstoff und den lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten, hier oben und rechts und links bündig an und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende alle Stoffe zusammen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen, so dass wirklich nichts in die Zähnchen reinragt und auch hier knappkantig einmal vom Anfang bis zum Ende drüber nähen. Jetzt brauche ich das Gurtband, welches 20 cm lang ist. Mein Gurtband ist aus Kunststoff und da habe ich mir die Enden hier mit einem Feuerzeug angesenkt, sodass mir das nicht ausreißen kann. Und diese Steckschnalle brauche ich. Die sieht so aus, also die eine Seite hat hier solche Zinken und die andere ist halt da, wo die Zinken dann reinkommen. Und ich habe hin und her probiert, wie das funktioniert, weil die eine Seite hier, die hat hier so geriffelt und da habe ich gedacht, na, vielleicht bleibt da das Gurtband dran hängen. Nee, tut's nicht. Also habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass diese Zinken hier an das kurze Stück drankommen, an mein kurzes Stück Gurtband. Und die Steckschnalle dann hier, also die, wo das reingesteckt wird, die kommt dann an das lange Stück von dem Gurtband. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eure Steckschnalle gerne hinten haben möchtet, am Hintern, also genau mittig, dann könnt ihr beide Gurtbänder gleich groß zuschneiden, aber ich finde es schöner, wenn man das halt wirklich vorne zumachen kann. Dann, da kommt man einfacher dran. Und jetzt mache ich das Gurtband einfach hier durch die Öse. Ich weiß ja nicht, ob eure Steckschnalle dann genauso aussieht. Also, dass die quasi hier so festgehalten wird. Und dann brauche ich meinen Stoff. Und jetzt gehe ich 1 cm hier von der Kante von dem Reißverschluss nach unten und lege da die Schnalle nach innen fest. Und falls eure Schnalle natürlich auch noch irgendwie ein oben und unten, rechts und links oder sowas habt, müsst ihr da auch noch drauf aufpassen. Bei meiner ist es egal. Okay, wie rum? Also 1 cm von dem Reißverschlussrand lege ich jetzt hier das Gurtband an
und nähe innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, hier 2-3 Mal drüber. Beim Nähen darauf achten, nicht, dass der Innenstoff mit drunter liegt, sondern den wegmachen. Und da ich noch nicht genau weiß, wie lang mein anderes Gurtband wird, und das ist ja auch wirklich individuell, habe ich das jetzt einfach lang genug gelassen und lege auch das lange Gurtband 1 cm vom Reißverschlussrand hier an und nähe auch hier 2-3 Mal drüber. Ich habe mir das Gurtband hier mit so Wonderclipsen einfach etwas zusammengesteckt. Nicht, dass mir das jetzt aus Versehen mit in die Naht reingeht. Und vor dem nächsten Schritt muss der Zipper auf sein. Gut, dann lege ich jetzt Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff. Die hier an der Seite, die Blenden von dem Reißverschluss, lege ich in Richtung Außenstoff, stecke mir dann alles einmal drumherum fest. Das ist hier mit dem Gurtband etwas wulstig, aber das wird auch gehen. Also stecke mir dann alles einmal drumherum fest und auch hier auf der anderen Seite lege ich die Blende in Richtung Außenstoff. Dann fange ich an, hier auf der Innenstoffseite zu nähen, verriegel, nähe dann einmal bis fast drumherum und lasse mir hier auf der Innenstoffseite an der Unterseite eine ca. 10 cm große Wendeöffnung. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Nur hier die Wendeöffnung, die habe ich stehen lassen, da habe ich nichts zurückgeschnitten. Jetzt machen wir noch einen kleinen Boden, dass die Tasche ein bisschen Tiefe hat. Dafür nehme ich mir jetzt eine Ecke und ziehe die zwei Stoffe hier so auseinander. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Jawohl. Lege jetzt diese Naht und diese Naht direkt aufeinander und markiere mir dann eine 4 cm lange Linie. Also hier so an der Ecke 4 cm markieren. Na? Ja, jetzt sehe ich das. Und nähe hier drüber. Und genau dasselbe mache ich bei den anderen 3 Ecken auch. Die Nahtzugaben hier an den Ecken habe ich mir auch mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Und jetzt kann schon gewendet werden. Also mein langes Gurtbandstück ist 90 cm lang. Ich habe noch etwas Spielraum dazu gegeben, weil ich jetzt gleich noch so eine Leiterschnalle anbringen werde. Und auf die Idee, dass ich bei einem dunklen Gurtband einen silberne Leiterschnalle nehme, so damit ihr das besser seht, wie das funktioniert, da hat mich die Marina Lindner drauf gebracht. Also manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. So eine einfache Idee. Also wie gesagt, 90 cm ist jetzt mein Gurt lang. Aber ich habe mir das einfach einmal um den Bauch gelegt, habe ein bisschen Spielraum dazu gegeben, weil ja auch noch die Schnalle kommt, muss ich ja auch noch hier, wenn ich die jetzt so drum nähe und festnähe, ist ja auch noch ein bisschen was weg. Und das müsst ihr halt für euch jetzt ausmessen. Wenn ihr gerne wollt, es gibt ja auch diese Bodytaschen, die man sich so quer über die Schulter drüber legen kann, also wie so eine Crossbody-Bag, und dann ist das hier vorne, aber das gefällt mir nicht, dann müsst ihr den Gurt noch länger machen. Und da lohnt sich dann auf jeden Fall wieder so eine Leiterschnalle. Und die bringen wir jetzt zusammen an. Das ist meine Gurtbandoberseite. Und da gehe ich jetzt durch die eine Öse durch und auf der anderen Öse gehe ich wieder nach unten, so dass sich hier oben eine Schlaufe bildet. Und die Schlaufe mache ich mir auch schon gleich recht groß, dann ist es jetzt gleich beim Nähen und Zusammenfriemeln einfacher. So sieht das aus, von hier unten, jawohl.
Dann nehme ich mir das Teil, welches ich hier unten anbringen will. Das muss ich jetzt bei diesem Schritt hier unten einfädeln. Jawohl. Jetzt nehme ich das Gurtbandende und gehe wieder durch die Öse, durch die ich zuerst das Gurtband nach oben geschoben habe und schiebe das auch wieder nach oben, so dass das hier in der Schlaufe drin liegt. Und gehe auf der anderen Seite, also auf der anderen Öse, ziehe ich das Gurtband wieder nach unten. Jetzt hole ich euch mal näher ran. So sieht das jetzt aus. Und mit der silbernen Gürtelschnalle Stegschnalle sieht man das eigentlich ganz gut. Und jetzt muss ich das Ende hier nur an dem Stück Gurtband hier festziehen. Also da darf es nicht mit dran genäht werden, hier darf es auch nicht mit dran genäht werden, sondern nur das direkt daneben. Und zwar ist es das, wo die Schlaufe, die kleine Schlaufe jetzt sich bildet. An dem Stück, also die zwei Gurtbänder müssen zusammengenäht werden. Wenn ihr gerne hier vorne die Tasche noch mit einem Druckknopf hier befestigt haben wollt, dann müsst ihr das jetzt machen. Also hier einen anbringen und der Druckknopf, der dann hier ist, weil die Wendeöffnung noch nicht geschlossen ist, dann einfach halt dann hier noch anbringen. Ich werde das nicht machen. Ich finde, das ist in Ordnung so. Da kann man mal, wenn man nur mal die Fahrkarte, wenn man die schnell herzeigen will oder sowas oder einen kleinen Stadtplan, kann man da schön reinmachen. So, dann muss noch die Wendeöffnung geschlossen werden und dafür die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen und dann feststecken und entweder mit der Hand mit einem Matratzenstich zusammennähen oder aber knappkantig mit der Maschine hier einmal komplett drüber nähen. Und fertig ist die kleine Bauchtasche. Ihr könnt aber gerne auch noch mal hier in die Videos reingucken. Vielleicht ist da ja noch was für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.